Entdecke die Geheimnisse von Pam, der ultimative Support-Brawler in Brawl Stars. Grundtaktik, optimale Ausrüstung, erfolgreichste Game Modes für Pam in diesem Video. Erstens, was ist die Grundtaktik für Pam? Pam ist vor allem ein defensiver Support-Brawler. Sie heilt ihr Team und sich selber. Mit ihrem Angriff kann sie gut prüfen, ob sich jemand in einem Busch versteckt. Zum Beispiel eine Shelly. Nein! Sie sollte jeweils zusammen mit einem weiteren Brawler gespielt werden, der hohen Schaden macht. Pam hat einen breiten Angriff mit relativ großer Reichweite. Damit kannst du Gegner aus der Distanz schwächen und Pam super aufladen. Sie kann allerdings damit nicht so präzise treffen. In der Nähe macht Pam am meisten Schaden, weil am meisten ihrer Schrauben treffen. Gefährlich für Pam sind vor allem Brawler mit sehr hohem, schnellem Damage-Output. Brawler wie Edgar, Primo oder Bull, weil Pam sehr langsam nachlädt. Für Pam gibt es zwei unterschiedliche Builds, je nach Spielmodus oder persönlicher Spielweise. Dazu aber gleich mehr. Zweitens, wie spielst du die Super von Pam für die größte Wirkung? Versuch ihre Super so schnell wie möglich zu laden und dann jeweils den Turm so lang wie möglich im Spiel zu halten. Setz Pams Heilungsturm strategisch gut ein, um Verbündete zu heilen und Gegner abzuwehren. Platziere ihren Turm hinter Hindernissen, damit Gegner ihn nur schwer erreichen und zerstören können. Sein Radius soll aber die Mauern durchdringen und guten Schutz für Pam und ihre Mitspieler geben. Wichtig, ihr Turm kann Freunde heilen, aber nicht Objekte, zum Beispiel Türme von Jessie oder Nitas Bär. Aber mit der Star Power Kampfknuddel macht ihr Turm Schaden an Objekten von Gegnern. Und damit drittens, was ist die optimale Ausrüstung für Pam? Pam hat zwei verschiedene Builds, die du kennen musst. Der erste Build ist ihre Heiler-Ausrüstung, mit der du die beste Wirkung als Heilerin erreichst und dein Team optimal unterstützen kannst. Der zweite Build macht sie stärker im Kampf und du kannst sie aggressiver spielen, zum Beispiel für Showdown. Für den Heiler-Build verwendest du das Impulsmodulator-Gadget. Damit kannst du dich oder deine Freunde recht stark heilen. Du kannst es nutzen, um zu entkommen oder dich bei der Verteidigung einer Lane zu stärken. Außerdem gehört dazu Mamas Umarmung, denn damit heilt sie sich und ihre Freunde in der Nähe, wenn sie einen Gegner trifft. Für dein zweiten Bild nimmst du das Gadget Abfallverwerter, denn damit kann Pam Munition von Gegnern stehlen und für sich selbst Munition bekommen. Wenn ein Gegner aber keine Munition hat, kannst du auch nichts stehlen. Und wenn dein Munitionsbalken voll ist, kannst du nichts dazu bekommen. Wenn du es benutzt, geh so nah wie möglich an die Gegner ran, damit möglichst viele von deinen Schrauben treffen. Setz das Gadget auch ein, wenn du überraschend auf einen Buschcamper triffst. Außerdem nimm dazu die Star Power Kampfknuddeln, denn die kann im Nahkampf helfen, weil es auch Schaden an Gegnern macht. Damit macht ihr Turm Schaden an Gegner und du kannst so Gegner hinter Mauern treffen und sie ärgern, wenn sie im Kreis des Turms stehen. Wichtig, der Damage des Turms betrifft auch Objekte von gegnerischen Brawlern. Bei den Gears empfehle ich für beide Builds Superturm, weil ihr Turm dann 20% mehr heilt. Außerdem Schaden oder Trefferpunkte. Und viertens, was sind die erfolgreichsten Game Modes und Mitspieler für Pam? Die besten Mitspieler für Pam sind Nahkämpfer und Assassine sowie Werfer. Der beste Game Mode für Pam ist Gem Grab, Juwelenraub. Sie ist ein perfekter Supporter und Juwelenträger. Mit ihren Heilfähigkeiten und einem geschickt platzierten Turm kann sie den Bereich um den Juwelen-Spawnpunkt hervorragend beherrschen. Aktuell ihre Top 5 Teams in Juwelenraub sind Bo und Fang, Crow und Fang, Spike und Fang, Mortis und Spike, Fang und Mortis. Pam ist auch stark in Hot Zone, da sie den Bereich um die Zone mit ihrem Team und ihren Heilfähigkeiten gut beherrschen kann. Aktuell ihre Top 4 Teams in Hot Zone sind Bo und Lu. Lu mit Hyperladung ist super stark. Bo und Spike, Bo und Fang, Amber und Bo. Im Duo-Showdown sieht man, wer aktuell die besten Teammates für Pam sind. Auf dem B-Tier haben wir Dynamite, Fang, Spike, Crow, Surge und Leon. Auf dem A-Tier Edgar und am besten sind Kit und Miko. Wobei es sein kann, dass Kit demnächst etwas zurückfällt. Pam ist außerdem super für Robo-Rumble und Bossfight, da sie nah ran kann und ständig heilt. Mit diesen Tipps wirst du mit deiner Pam zum unverzichtbaren Teammitglied. Jetzt bist du dran, Pam zu meistern. Abonniere meinen YouTube-Kanal und schau das nächste Video.